Du willst doch so nicht allen Ernstes rausgehen. Doch klar, warum nicht? Vivi, du gehst so nicht raus. Das glaube ich jetzt. Ich konnte die Dinger nie leiden. Der Spender ist weder mit Timo verwandt noch befreundet. Gib mir einfach den Namen, ich arrangiere das. Aber ich bin natürlich bereit, mich einem Eingriff zu unterziehen, unter einer Bedingung natürlich. Tanjas Freiheit gegen das Leben ihres Enkels. Das ist doch wohl ein Scherz. Darauf will ich es an Ihrer Stelle nicht ankommen lassen. Sie wollen mich erpressen mit dem Leben meines Enkels? Sie schützen Ihre Familie, ich meine. Tanja ist eine eiskalte Mörderin. Sie würden Ihre Tochter am besten schützen, wenn Ihre Mutter sicher verwacht ist. Sie wissen ganz genau, dass Tanja unschuldig ist. In diesem Fall ist sie vielleicht unschuldig. Aber das werden Sie nicht beweisen können. Emma und Hannes vermissen ihre Mutter. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie viele Jahre Sie nur im Gefängnis sehen könnten? Oder glauben Sie, ich habe Lust, meine Tochter alleine aufzuziehen? Sie wollen mir die Aufnahmen nicht geben. Tanjas Freiheit gegen das Leben Ihres Enkels, der Preis ist Ihnen zu hoch? Die Zeit läuft. Gegen Sie, gegen Timo. Aber gut, so muss ich mich wenigstens keiner riskanten OP unterziehen. Ich müsste der Ethikkommission ja auch erst mal vortäuschen, dass ich eine besonders innige Beziehung zu dem Entführer meiner Frau habe, um ihm 800 Gramm meiner Leber spenden zu dürfen. Warum sollte ich das tun? Weil Sie Mitgefühl haben. Sie. Sie entscheiden, ob Ihr Enkel lebt oder stirbt. Die Frage ist also, wie viel Mitgefühl haben Sie? Nein, ist alles klar. Mach dir keine Sorgen. Vivi, brauchst du noch lange im Bad? Natascha, pass auf, ich muss hier was klären, ja? Nein, du musst dir keine Sorgen machen. Ja, richtig hier aus. Okay. Liebe Grüße von deiner Mutter. Vivian, es tut mir leid wegen vorhin. Ich habe da ein bisschen überreagiert. Was ist es denn diesmal? Natürlich kannst du dich mit deinen Kolleginnen treffen. Aber weißt du, wenn du dich dabei so aufstylst, dann ist das einfach ein bisschen viel. Verstehst du? Ach, Vivi, komm raus. Weißt du, wenn Jessica sowas macht, dann ist das was anderes. Sie kann damit umgehen, Wenn dir jemand versehentlich einen Fuffi anbietet? Hör mal, du sendest einfach die völlig falschen Signale damit. Jungs in deinem Alter, die denken dann... Nicht mehr an Fußball. Hey, du hast doch nicht nötig, dich älter zu machen, als du bist, hm? Vivi? Vivian? Vivi? Sie ist schon wieder weg. Ein Sex on the Beach, bitte. Dein Ausweis? Hallo? Auch hallo? Kein Ausweis, kein Alkohol. Gut gemacht. Tanjas Tochter ist gerade 14, werden wir gleich wieder Stress mit der Konzession bekommen. Hey Emilio, das ist ja ein Zufall, dass wir uns heute zweimal sehen. Ja, und wie, und du bist? Vivian von LCL, heute Mittag, die Frau Botvinos. Ja, ich erkannt, du siehst so anders aus. Anders, also schlechter? Nee, irgendwie älter. Aber gut, wirklich, setz dich doch. Und sonst so, alles klar? Geht so, mein bester Kumpel liegt im Krankenhaus und ich... Schon gut, lass über was anderes reden. Okay, tut mir leid. Gut, ich würde jetzt auf was Härteres umsteigen. Willst du auch was?
Ja, ich nehme dasselbe, was du nimmst. Caipirinha. Ja, dafür sterbe ich. Super. Was kann ich für dich tun? 2 Caipirinha, bitte. Für sie wohl eher ein Ipanema. Also ist das gleiche, bloß mit Ginger Ale. Okay. €250.000. Das dürfte als Entscheidungshilfe reichen. Aber nicht für Sebastian von Lahnstein. Ich habe gedacht, das Geld ist für Timo Spender. Richtig gedacht. Sebastian von Lahnstein ist... Oh nein. Oh doch. Jetzt will er mich damit erpressen. Aber kommt er nicht durch. War doch klar, dass es nicht einfach wird. Sie spielt auf Zeit. Auf Zeit? Die hat der Junge aber nicht. Ihm läuft die Zeit davon. Wird das der Mendes sehen sollen. Wenn Timo nicht ganz schnell eine Spende bekommt, dann ist es zu spät. Eben. Und das ist doch das beste Zeichen dafür, dass sie blufft. Deine Leber ist unser Royal Flush. Dagegen hat sie nichts in der Hand. Oh mein Gott. Ich kann nur hoffen, dass du Clarissa mit deinem Ich bin ein integrer Anwalt Dackelblick verschont hast. Und es ist dir doch völlig klar, dass du den Schwanz einziehst. Der hat nicht den Mumm, das durchzuziehen. Niemals. Naja. Naja, was? Sebastian von Lahnstein weiß, dass er die einzige Chance ist, die ihr Enkel noch hat. Deshalb wird er auch spenden. Ohne dass sie ihm die Aufnahmen dafür geben? Wenn Timo etwas passiert, das könnte er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Niemand kann von mir verlangen, dass ich mich einer solchen Operation unterziehe. Ich mache das alles nur für meine Tochter, für Tanja und für euren Sohn. Na dann, auf dein Wohlväterchen, solange du noch alle Leberlappen hast. Keine Sorge. Oma Anstetten lässt den Enkel nicht über die Klinge springen. Bringen Sie das Geld zurück. Was haben Sie vor? So, ich gehe jetzt ins No Limits und hol Vivian ab. Schwerer Fehler, wenn du mich fragst. Mann, sie hört aber nicht auf mich. Mal ganz abgesehen davon, dass sie viel zu jung ist, um da jetzt noch rumzuhängen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich mein Gesicht verliere, wenn ich das einfach so durchgehen lasse. Gesicht verlieren. Machst du jetzt neuerdings einen auf Samurai? Nein, aber... Jessica, was sagst du denn dazu? Vivian ist jetzt doch ins No Limits. Und ihrem Styling zu urteilen, trifft sie da keine Kollegin, sondern diesen Emilio. Willkommen in der Wirklichkeit. Vielleicht hat sie ja mit meinem nötigen Shirt Erfolg. Das war doch nicht so gemeint. Du scheinst ja nicht wirklich überrascht zu sein, dass sie jetzt doch eine abgehauen ist, oder? Was soll mich da denn überraschen? Dass sie in ihrem Alter lieber Jungs statt ihren Vater beeindrucken will oder dass sie eine kleine Drama Queen ist, die ständig Aufmerksamkeit braucht. Tut mir leid, ich habe einfach keinen Kopf für diesen ganzen Pubertätsmüll. Es gibt nämlich Menschen, die wirkliche Probleme haben. Sag mal, willst du eigentlich immer noch deine Sneaker umtauschen? Ja, wieso? Was willst denn du Vivian eigentlich sagen, wenn du sie vor ihrem Schwarm zur Rede stellst? Willst du ihr mit Hausarrest drohen oder Taschengeldentzug? Dann redet sie wieder mit dir, wenn du in Rente gehst, frühestens. Sie ist aber erst 14. Es ist total spät und sie trägt immer noch dieses Outfit. Ja, aber komm mal wieder runter. Du weißt doch, wo sie ist. Und Olli arbeitet in No Limits. Der wird schon dafür sorgen, dass nichts passiert. Ja, ihre Mutter hat ihr schon alles verbunden. Vielleicht sollte ich ja nicht denselben Fehler machen. Genau. Beweis ihr, was für ein cooler Vater du bist. Und wenn du es nicht mehr aushältst, dann kannst du Olli immer noch anrufen. Und dann findet sie raus, dass Eddie ein Vampir ist. Naja, am Anfang ist sie natürlich total geschockt. Aber sie liebt ihn halt. Und deshalb kommen sie... Im Endeffekt doch zusammen. Ja, das erfährt man halt erst im zweiten Teil. Aber der ist gerade angelaufen. Wow, noch ein Vampir-Metteiler. Wunderbar. Ja, aber das ist der beste, wirklich. Yep, Vivian ist hier und textet gerade Emilio zu. Daniel, sie ist hier quasi die ganze Zeit unter Dauerbeobachtung, also entspann dich. Versprochen. Bis später. So, und
Wann hast du vor, dir den Film anzugucken? Weiß noch nicht, vielleicht morgen. Du, ich habe mal eine Frage. Und zwar, ich weiß ja, dass du total beschäftigt bist und so. Aber, naja, also, wenn du Lust hättest, könnten wir... Oh, scheiße, sorry. Alles cool, nichts passiert. Oh Mann, wie blöd. Der war sau lecker. War ja auch ultra stark. Ja, diese Ipanemas haben es hier schon in sich. Hast du auch wirklich nichts abbekommen? Nein, und wenn es so wäre, könnte ich mich gut und gerne alleine trockenlegen, danke. Das sehe ich genauso. Hey, da bist du ja. Hey, ja, da bin ich. Das ist übrigens Vivian, sie, Mach den Schulpraktikum, weil ihn jetzt ehrlich weiß. Genau, das ist Kim, Deine Frau. meine wundervolle Frau. Mua. So, wo waren wir? This could have been my destiny. I've hit the wall restlessly. Discovered there was part of me. I let you make a fool of me. Now in your life, you had my rhythm. Er rückt jetzt wieder an die Heilsarmee. Moment! You wasted time. Vielen Dank. Aber ich benötige keine Almosen. Die sind doch von dir, oder? Genauer gesagt von Daniel. Nur für den Fall, dass du mal Schuhe brauchst, die ein bisschen fester sitzen. Und für den Fall, dass ich mich vorhin nicht deutlich genug ausgedrückt habe. Ich benötige keinen Pflegedienst. Noch sonst irgendetwas anderes. Bitte, Jessica, halt dich doch daran. You wasted time. Wir haben einen passenden Spender für Timo gefunden. Es ist dein Sohn, Sebastian. Ausgerechnet Sebastian. Ist er mit dem Eingriff einverstanden? Deshalb wollte ich mit dir reden. Gib ihm etwas Zeit. Dein Sohn muss sich aber jetzt entscheiden. Sein Vater sagt, wenn er keine Transplantation hat, wird Timo nur noch wenige Tage leben. Clarissa, niemand versteht dich besser als ich. Und wenn eines meiner Kinder in dieser Situation wäre, ich würde alles Mögliche dafür tun. Aber es ist nun mal Sebastians Entscheidung. Er erpresst mich. Er will nur dann spenden, wenn ich seine Forderungen erfülle. Geht es immer noch um diese ominösen Aufnahmen? Er will mir einfach nicht glauben, dass ich rein gar nichts besitze, was Tanjas Unschuld beweisen könnte. Ist das so? Glaubst du im Ernst? Ich würde das Leben meines Enkels aufs Spiel setzen? Nur damit Tanja im Gefängnis bleibt? Zumindest würde ich dir zutrauen, dass du nach einer Möglichkeit suchst, beides zu haben. Im Moment spielt nur einer mit Timos Leben und das ist dein Sohn Sebastian. Rede noch mal mit ihm. Ich bitte dich. Stell doch gleich die Klingel ab. Leonie. Schlechtes Timing? Nein, ich dachte... Egal, komm rein. Gibt es Neuigkeiten von Timo? Mhm. Sie haben einen Spender. Ja. Oh, dem Himmel sei Dank. Setz dich. Wann wird er operiert? Das weiß ich noch nicht. Ricardo hat uns gerade eben erst davon erzählt. Aber ich denke, so bald wie möglich. Ach, endlich mal gute Nachrichten. Ich habe mich schon gar nicht mehr getraut, darauf zu hoffen. Wahnsinn. Ist alles okay bei dir? Ja, klar.
Ich kann dir nur ein Stück kalte Pizza anbieten. Du hoffst wohl, Charlie kommt zurück und kocht wieder für euch. Ach was. Ab und zu ein bisschen Fastfood, das hat noch niemandem geschadet. Ist denn wirklich alles okay? Du wirkst irgendwie, weiß nicht. Ach was. Bei diesen guten Nachrichten, da kann es mir gar nicht besser gehen. Gleich morgen werde ich Tino besuchen. Da würde er sich freuen. Ach ja, ich sollte dich noch mal wegen des Schachspiels fragen. Er wird es jetzt doch gern lernen. Du wolltest ihm Schach beibringen. Schach, ja. Ja, das stimmt. Oh, du glaubst doch nicht, ich hätte es vergessen. Gleich morgen bringe ich ihm das Spiel vorbei. Gut, okay. Sebastian, ich muss dringend mit dir reden. Unter 4 Augen. Ich wäre sowieso gegangen. Clarissa war eben bei mir. Natürlich. Hätte ich mir ja denken können. Und jetzt? Willst du mir ins Gewissen reden? Nein, ich möchte dich verstehen. Ist es wahr, dass du sie erpresst? Ach, ich habe ja einen fairen Deal angeboten. Diese OP ist immerhin auch für mich riskant. Sebastian, du spielst mit einem Menschenleben. Nein, das tut Clarissa, indem sie sich weigert, die Aufnahmen rauszurücken. Sie will doch um jeden Preis, dass Tanja im Gefängnis sitzt. Und dafür würde sie ihren Enkel sterben lassen. Du wolltest dich aus den Streitigkeiten zwischen Clarissa und Tanja raushalten. Mit dieser Erpressung steckst du mittendrin. Diese Streitigkeiten haben dazu geführt, dass Tanja jetzt im Gefängnis sitzt. Unschuldig. Als ihr Anwalt und als der Vater ihrer Tochter habe ich ein gewisses Interesse daran, sie da wieder rauszuholen. Aber nicht mit solchen Methoden. Sebastian, du bist mein Sohn. Und natürlich mache ich mir Sorgen, wenn du diese OP machst. Aber ganz egal, ob es Clarissas Enkel ist. Sein Leben hängt von dir ab. Was ist, wenn der Spender sich gegen die Transplantation entscheidet? Was passiert da mit mir? Wir werden es nicht mehr lange schaffen, dein Blut mit der Dialyse zu reinigen. Spätestens 10 Tage nach Beginn des Verfahrens muss transplantiert werden. Und wenn nicht? Deine Leber ist nicht mehr in der Lage, Fremdstoffe und Gifte abzubauen und dann... Und dann was? Es kann zu verschiedenen Beeinträchtigungen der geistigen Leistung kommen. Angstzustände, Orientierungslosigkeit, Halluzinationen. Irgendwann wird man bewusstlos und dann fällt man ins hepatische Koma. Hat man irgendwie eine Chance, da wieder aufzuwachen? Gut. Dann bin ich auf jeden Fall stark dafür, dass dieser Spender langsam in die Gänge kommt. Und du pflanzt mir seinen Leberlappen ein. Darauf bestehe ich. Hey, Papa. Ist alles cool. Entspann dich, du bist der beste Chirurg auf der ganzen Welt und mein Papa. Wir packen das. Wenn Sie mich um diese Zeit aus dem Bett klingeln, dann hoffentlich nur für gute Neuigkeiten. Tun Sie doch bitte nicht so, als ob Sie schon geschlafen hätten. Haben Sie wirklich geglaubt, das funktioniert? Sie sorgen dafür, dass mein Vater die Moralkeule schwingt und ich leg mich einfach so unters Messer? Ich gebe Ihnen Zeit bis morgen Mittag 12 Uhr. Bis dahin habe ich die Bänder. Oder Sie fallen besser schon mal an der Grabrede Ihres Enkels. Guten Abend. Gute Nacht. Mir reicht's. Mann, wir haben kurz vor 12. Geh's jetzt abholen. Da bist du ja. Ja. Ich hatte einen beschissenen Abend, okay? Also bitte spar dir deine Moralpredigt. Ich schau mich da mal hin.
Du warst also bis jetzt im No Limits, ja? Sag mal, bist du jetzt den ganzen Weg gelaufen? Ich meine ja nur, weil jetzt kein Bus mehr fährt. Olli hat mir natürlich ein Taxi bezahlt. Nur damit es klar ist. Ich fand's nicht okay, dass du einfach so abgehauen bist, obwohl ich dir gesagt habe, dass du dich noch umziehen sollst. Vivian, ich hab mir Sorgen gemacht. Was so viel heißt, dass ich froh bin, dass du wieder hier bist und dass es dir gut geht. Ja, total. Ja, wir haben uns den Abend alle anders gewünscht. Darum sollten wir jetzt schlafen gehen. Gute Nacht. Ich vermisse. Leo. Muss ich schon zur Prüfung? Quatsch. Du bist im Krankenhaus. Auf der Intensivstation. Timo? Weißt du das nicht mehr? Timo? Timo, weißt du, wo du bist? Weißt du, was passiert ist? Papa. Auf jeden Fall nicht zu Hause. Was ist mit ihm? Weiterbringen, okay? Timo? Lass mich einfach noch ein bisschen weiter schlafen, ein bisschen weiter pennen. Spürst du das? Ruf den Spender an. Timo? Ruf diesen Spender an, bitte. Er muss in die OP einwilligen, und zwar Es sofort. bringt nichts, ihn unter Druck zu setzen. Er muss freiwillig einwilligen. Aber dann ist es doch vielleicht längst schon zu spät. Also tu was. Leonie, reiß dich zusammen. Es bringt nichts, wenn wir die Nerven verlieren. Aber wir müssen ihm doch helfen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das jemals sage, aber ich freue mich so richtig, dich zu sehen als Mitstellerin. Davon kann keine Rede sein. Ich weiß, dass nur Sebastian als Spender für Timo in Frage kommt. Und deshalb glaubst du, ich lasse mich von ihm erpressen? Dir wird nichts anderes übrig bleiben. Ich möchte dir ein Angebot machen. Lass mich raten. Eine Verzichtserklärung auf meine Anteile an LCL? Hatten wir schon. Du bist vorhersehbar wie der Speiseplan hier. Ich biete dir die Hälfte der Anteile einer Firma, die mir zusteht. Für deine Freiheit. Die bekomme ich auch so, weil Timo sonst stirbt. Falsch. Im Gegensatz zu dir hat dein Mann moralische Grundsätze. Du willst es drauf ankommen lassen. Oh, Clarissa, das wird böse ins Auge gehen. Er wird einknicken und Timo helfen. Das hier ist deine letzte Chance. Du hattest deine letzte Chance bereits und hast sie nicht genutzt. Dumm. Weil jetzt kriegst du statt einer Firma nur ein Stückchen Leber. Wir sehen uns draußen. Niemals. So. Brieftasche. Und den Schachspiel. Schachspiel. Ach. So. Noch. Hey. Passiert mir auch immer wieder. Daran wenigstens habe ich gedacht. Und sich daran zu erinnern, war bestimmt komplizierter, ne? Nützt mir du nichts. So kann ich nicht aus dem Haus. Barfuß? Naja, warm genug ist es ja. Ich würde vorschlagen, du kommst erst mal mit rein und dann sehen wir zu, wie wir deine Tür wieder aufkriegen.
Tom, es sind alle ausgeflogen. Aber den Schlüsseldienst, den rufe ich selber an. Vielleicht ist ja nicht nötig. Vivi, wenn du mir gleich gesagt hättest, dass du dich mit Emilio treffen willst, dann hätte ich dir sagen können, dass er verheiratet ist. Ach was, hat Olli wieder geplaudert? Vivi, bitte. Was willst du eigentlich? Du hättest mir auch gleich sagen können, dass er verheiratet ist. Dann wäre ich nicht so aufgeflogen. Das war so peinlich. Ja, du hast mir ja nicht gesagt, was du vorhattest. Stattdessen hast du mich belogen. Übrigens warte ich noch auf eine Entschuldigung von dir. Darauf kannst du lange warten. Was soll das jetzt wieder? Ich mach mir einen anderen Typen klar. Und du und dein blöder Spion, ihr könnt doch live dabei sein. Vivian? So, jetzt wuchs und jetzt. Darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, ist mein Freund Timo Mendez im Krankenhaus. Er braucht dringend eine Leberteilspende. Ich bitte Sie alle von ganzem Herzen, lassen Sie sich testen. Wenn Timo in den nächsten Tagen nicht eine passende Spende bekommt, dann... Und? Überschreibt Tanja von Lahnstein Ihnen die Anteile? Jeder, der zu diesem Test bereit ist, bekommt dafür 2 Stunden Zeit. Bitte sprecht euch ab, damit wir keine Völkerwanderungen zum Krankenhaus haben. Entschuldige, was soll diese Aktion? Ich denke, wir haben einen Spender. Der meldet sich aber nicht mehr. Ist das Risiko zu hoch oder so? Ja, aber das kann er doch nicht machen. Ich meine, das ist seine letzte Chance. Nicht, wenn sich alle hier testen lassen. Hey. Naja, Völkerwanderung sieht anders aus. Ricardo meint, einen geeigneten Spender zu finden, der nicht zur Familie gehört. Ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber zum Glück haben wir die Nadel ja schon. Herr Mendez. Timos Zustand hat sich in den letzten Stunden dramatisch verschlechtert. Er verliert langsam die Orientierung. Es fällt ihm schwer zu sprechen. Ihm bleiben höchstens noch 48 Stunden. Also bitte, bitte, bitte stimmen Sie dieser Operation zu. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht. Was verlangen Sie von mir? Was soll ich machen? Soll ich auf die Knie fallen? Bitte. Nein. Ich will nur, dass Ihre Schwiegermutter meine Forderungen erfüllt. Tanja hat ihren kleinen Anwalt ja besser im Griff, als ich dachte. Was sind das für Forderungen? Sagen Sie mir, was Sie meinen. Was hat Clarissa damit zu tun? Der hat ja wohl gar keine Skrupel mehr. Verdammt. Timo liegt im Sterben. Wollte sein Abitur machen. Wollte mit seiner Freundin durch Europa reisen. Und jetzt kommen Sie und sagen mir, Sie wollen die Aufnahmen einer Überwachungskamera. Mir fällt das nicht leicht. Aber es ist Tanjas einzige Chance aus dem Gefängnis. Tanjas Chance, ja. Und dafür nutzen Sie die Notlage meines Sohnes aus? Sie haben doch selbst eine Tochter. Würden Sie um deren Leben auch so pokern? Für Sie mache ich das alles. Wer hier pokert, das ist Clarissa. Was auch immer Clarissa damit zu tun hat. Sie haben die Leber, die meinem Sohn das Leben rettet. Und deswegen appelliere ich an Ihr Mitgefühl. Bitte melden Sie sich bei mir im St. Vincent, solange noch Zeit ist. Er hat gesagt, bis um 12. Das schaffe ich noch. Warten Sie. Ich kann es nicht zulassen, dass sie einfach so freikommt. Dafür ist zu viel geschehen. Aber Ihr Enkel? Wird seine Spende bekommen. Von Sebastian von Lahnstein. Dafür werde ich sorgen.
Arno, der hat sich nicht ausgesperrt. Es ist nur, ich habe mein Handy bei ihm liegen lassen. Und Sie haben ja von Frau Schneider den Zweitschlüssel. Und da dachte ich... Ah, ich verstehe. Und Arno ist nicht da? Nein. Er hat vorhin gesagt, dass er noch was erledigen muss und erst spät nach Hause kommt. Und ich bräuchte das Handy wirklich dringend. Ja, ich wollte sowieso gleich in die Stadt. Dann kann ich Sie ja kurz reinlassen. Übrigens bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich so um ihn kümmern. Kein Thema. Ja gut, dann bis gleich. Bis gleich. Danke. Danke auch. Ich hätte sehr ungern mit Elisabeth telefoniert. Das dachte ich mir. Deswegen würde ich vorschlagen, die kleine Panne bleibt unter uns. Unter einer Bedingung. Du probierst die hier jetzt mal an. Komm. Größe müsste eigentlich passen. Und? Sehr gewöhnungsbedürftig. Quatsch. Damit zeigst du, dass du modisch bist. Tatsächlich? Ja. Ich hab dich doch nicht zum Frühstück eingeladen, damit du hier liegst und nicht dort, hm? Ihr habt euch doch über mich kaputt gelacht, du und dein Spion. Ich habe mich schon gewundert, warum der die ganze Zeit so komisch rübergeguckt hat. Irgendwie so. Was ist jetzt wieder dein Problem? Die hast du von mir. Das hast du früher schon gemacht, als du klein warst und gerade krabbeln konntest. Naja, wenn das dein einziger Beitrag war, dann vielen Dank. Also ich bin mir sicher, dass sich Emilio gestern geschmeichelt gefühlt hat. Wie kommst du jetzt da drauf? Pass auf, ich erkläre dir jetzt mal was über Männerheim. Hat er dir einen Drink ausgegeben? Hat dir doch bestimmt schon dein Spion erzählt. Das hat er nur gemacht, weil er sich was drauf eingebildet hat, dass sich so ein hübsches Mädchen wie du für ihn interessierst. Darum hat er dir auch nicht gesagt, dass er verheiratet ist, weil er mit dir angeben wollte. Naja, seine Frau hat wirklich nicht besonders glücklich ausgesehen. Natürlich nicht, weil sie in dir eine echte Konkurrenz gesehen hat. Sie war eifersüchtig und musste ja ihr Revier verteidigen. Es tut mir echt leid, dass ich dich gestern nicht gehen lassen wollte wegen diesem blöden Top. Aber weißt du, Vater sein, das ist noch Neuland für mich. Tochter von einem Vater zu sein, ist für mich auch ziemliches Neuland. Tut mir leid, wenn du dir wegen mir Sorgen gemacht hast. Komm mal her. Liebeskummer ist einfach der schlimmste Schmerz, das weiß ich doch. Hm? Ich dachte schon, Daniel kriegt gar nicht mehr die Kurve. Ja, eine Tochter in der Pubertät ist echt was für Fortgeschrittene. Du musst es ja wissen. Ey, Fritsche, ey. Ich wette, ich wäre der coolste Dad unter der Sonne. Sebastian, ich möchte noch einmal mit dir reden. Nicht nötig. Ich fahre ins Krankenhaus und stimme der OP zu. Jetzt sofort. Wird es recht. Ich bin Timos einzige Chance. Soll ich dich begleiten? Ehrlich gesagt, würdest du mir mehr helfen, wenn du dich um Emma kümmerst. So müsste ich nicht der Nanny Bescheid sagen und könnte sofort los, hm? Diese Operation, sie wird sicher gut gehen. Dr. Mendes ist ein ausgezeichneter Chirurg. Ich hab dich lieb. Gib sie mir. Was machst du denn da? Was soll das? Wo sind Sie? Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Wovon redest du? Von den Aufnahmen, die Sebastian von Lahnstein haben will.
Diese verdammten Aufnahmen gibt es nicht. Jetzt fängst du auch noch damit an. Statt dich hier lächerlich zu machen, solltest du dich besser um Timo kümmern. Dir nie über den Weg getraut, aber eins habe ich dir bis jetzt immer geglaubt, dass dir wirklich was an deinem Enkel liegt. Das tut es auch. Dann gibst du Sebastian von Lahnstein jetzt, was er haben will. Wenn Timo nicht in den nächsten 48 Stunden operiert wird, stirbt er. Ist dir das klar? So weit wird es nicht kommen. Das verspreche ich dir. Ihr Anwalt. Mein Anwalt. Hey, Hey, ich wollte nur kurz Bescheid geben. Ich bin gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. das heißt, du stimmst der Operation doch zu? Auch ohne die Aufnahmen? Timos Zustand hat sich extrem verschlechtert. Ich hab doch auch gedacht, dass Clarissa einknickt, aber Tanja, ich kann den Jungen nicht sterben lassen. Schon gut, du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Ich habe mir schon sowas gedacht. Du bist halt so, wie du bist. Ich habe so sehr gehofft, dass es auch anders geht. Sag mal, glaubst du, du könntest noch mal vorbeikommen vor der Operation? Ich würde dich gerne noch mal sehen. Ganz kurz. Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich von... Sebastian, kannst du mich hören? Jetzt sag doch was! Sebastian. Die Zeit ist um. Sebastian? to your heart.